Steuerbehörden weltweit wappnen sich mit KI, um die Steuerzahler hier noch besser kontrollieren zu können. Was das für dich bedeutet und warum du dich möglicherweise jetzt noch intensiver mit deinem Absprung beschäftigen solltest, davon werde ich dir in diesem Video berichten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigst, wenn du eine Auswanderung erwähnst, dann schau dir einmal unser interessantes Seminar- und Reiseprogramm an. Regelmäßig organisieren wir Seminarreisen und Seminare zum Thema Steuern, Auswandern in sehr interessante Destinationen. Zum Beispiel die Philippinen, Dubai, die Schweiz, Mexiko, Georgien, Serbien, USA. Da ist sicherlich auch für dich etwas dabei. Das ist eine super Gelegenheit, in kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Tagen, sich sehr intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit allen steuerlichen und rechtlichen Aspekten und natürlich auch viele Gleichgesinnte und mich persönlich kennenzulernen und sich dann auszutauschen und dort auch dann neue Connections zu knüpfen für dein neues Leben in Freiheit. Also, alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Die britische Steuerbehörde hat die britischen Steuerzahler und insbesondere die wohlhabenden britischen Steuerzahler davor gewarnt, dass sie zunehmend auf KI setzt, um die Steuerdaten, um die Informationen, die in die Steuererklärung mit einfließen, ihrer Bürger zu analysieren und zu identifizieren, wo möglicherweise zu wenig Steuer abgeführt wurde. Hier geht es jetzt gar nicht um das Thema Steuerhinterziehung, sondern hier geht es schlicht und ergreifend darum, Fälle zu identifizieren, wo vielleicht durch einen Fehler oder durch eine falsche Interpretation der Steuerregeln nicht die richtige Steuer angesetzt wurde. Die Financial Times hat dazu letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, den ich dir jetzt einmal zeigen möchte. Wealthy warned over HMRC's use of AI in tax crackdown. HMRC ist das britische Finanzamt. Also HMRC warnt die Wohlhabenden, denn jetzt soll KI dazu verwendet werden, um tatsächlich Steuerschlupflöcher zu schließen. Advisors put rich on alert after authority says digital tools brought in billions in last tax year. Also Steuerberater versetzen ihre Mandantschaft in Alarmbereitschaft, denn die Steuerbehörde hat veröffentlicht, dass schon im vergangenen Steuerjahr Milliarden an Steueraufkommen gesichert werden konnte durch den Einsatz von KI. Hier siehst du übrigens so einen schönen Apartment-Block in West London. In London sagt man ja West is best und genau hier kann man sich vorstellen, hinter diesen Fassaden rauchen jetzt die Köpfe. Weiter schreibt die Financial Times, wealthy individuals are being warned that their tax affairs are more likely than ever to come under scrutiny as HMRC steps up its use of AI and data analytics for intelligence gathering. The alert comes from advisors after tax authorities this week said that the use of digital analytics and surveillance tool helped bring in or protect about 10 billion in tax in the last financial year. Also 10 Milliarden an Steuern wurden letztlich durch den Einsatz von KI zusätzlich eingetrieben bzw. gesichert, was auch immer das heißen mag. There is a definite trend of HMRC collecting more data from the wealthy and the businesses they own. Also tatsächlich, es gibt einen Trend. Das Finanzamt setzt immer mehr moderne Tools ein, um die Steuerdaten der Wohlhabenden zu analysieren bzw. eben auch der Unternehmen, die mit ihnen verknüpft sind. This includes plans to require companies to provide HMRC details on transactions with their shareholders, including cash withdrawals, loans, debt, dividends and transfers of assets to and from the company. Also hier sollen jetzt noch mehr als sowieso schon ja es gesetzlich vorgeschrieben ist, Unternehmen der Steuerbehörde dezidiert melden, welche Transaktionen es dort mit nahestehenden Personen gab. Etwas, das wir natürlich auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennen. Historically, cross-checking this data against individual tax returns would have been painstakingly slow. Also, bisher war das natürlich auch schon möglich, aber es hat alles unheimlich lange gedauert und die britische Steuerbehörde ist ja ähnlich wie das britische Gesundheitssystem extrem ineffizient. Das heißt, hier sind viele wahrscheinlich davongekommen mit viel geringeren Steuern, als sie eigentlich hätten bezahlen müssen. Soweit die Financial Times, soweit HMRC in England. So, jetzt, wenn man aus Deutschland kommt, dann ist man ja nicht wirklich überrascht. Dort setzen ja die Finanzbehörden schon lange
moderne Tools ein. Wir kennen das ja vor allen Dingen aus der Betriebsprüfung. Da werden ja ganz erstaunliche Zusammenhänge hier aufgespürt durch die Betriebsprüfer. Damit wird praktisch schon heute ja verhindert, dass hier Eigentümer von Unternehmen, vielfach natürlich gerade im Bereich der Gastronomie und auch im Einzelhandel, Umsätze und Gewinne nicht korrekt erklären. Das heißt, da können Sie jetzt als Deutscher ja zunächst mal einfach die Achseln zucken und sagen, okay, das kennen wir eh schon. Soll die dumme Steuerbehörde in Großbritannien doch machen, was sie will, hat ja zunächst mal mit mir nichts zu tun. Aber im Grunde genommen, was ich dir sagen will, ist, das ist natürlich ein Trend. Bisher war die Steuerbehörde in UK natürlich nicht besonders effizient. Jetzt werden sie aber ebenso sehr effizient werden. Gleichzeitig werden natürlich aber auch andere ausländische Steuerbehörden, inklusive der deutschen, der österreichischen und der schweizerischen, hier zunehmend auf KI setzen und damit natürlich noch sehr viel effizienter werden. Und während es ja in UK noch ziemlich großen Aufholbedarf gibt, ist dieser ja nachgewiesenerweise in Deutschland gar nicht mehr so groß, denn in Deutschland wird ja schon jeder Steuerzahler, insbesondere der Wohlhabende, ausgepresst wie eine Zitrone. Das heißt, was ist die logische Konsequenz davon? Wenn wir schon in Deutschland Technologie einsetzen, um alles herauszuholen, was wir aus Unternehmern, aus Privatiers, aus Wohlhabenden, alles aus Rentnern so herausquetschen können, dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass wir die neue Technologie primär nicht dazu verwenden, um hier bereits bestehende Steuerquellen noch effizienter abschröpfen zu können, sondern wir werden diese Technologie verwenden, um ganz neue Steuerquellen zu erschließen, ganz neue Steuern einzuführen oder Steuern, die auch schon mal da waren, wie zum Beispiel die Vermögensteuer. Wir werden Dinge einführen, wie das, wovon die EU jetzt ja schon wieder gesprochen hat, hier in aller Intensität, wie zum Beispiel Vermögensregister. Wir werden mehr internationalen Informationsaustausch haben, ganz neu jetzt auch auf OECD-Ebene für ausländische Immobilien. Wir werden weitere Transparenzregister haben, wir werden Vermögen transparent machen. Das sind doch Dinge, um die es primär geht. Es geht um die Besteuerung von Vermögen. Das ist doch das, wo gerade in Deutschland hier die ganz großen Chancen gesehen werden. Das sehen wir doch anhand der laufenden Diskussionen. Um was geht es denn? Es geht um die Erbschaftssteuer, die erhöht werden soll. Da wird es ja ein Urteil des Verfassungsgerichtes geben dieses Jahr und da wird die Erbschaftssteuer reformiert werden müssen. Und dann wirst du sehen, was passiert. Dann wird es hier nicht nur chirurgische Anpassungen bei der Erbschaftssteuer geben, wie sie vielleicht notwendig sind in puncto Betriebsvermögen, sondern da wird das Ganze dann grundsätzlich überholt werden und du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass du mehr bezahlen musst. Dann haben wir gesehen, was hier beim Thema Krypto passiert. Krypto ist doch nur der Anfang. Was danach kommt, sind dann andere private Veräußerungserlöse, die dann ebenfalls steuerpflichtig werden würden. Anders ist ja auch verfassungsrechtlich gar nicht anders zu strukturieren. Denke an Gold, denke an Immobilien. Dafür wird doch dann KI genau verwendet werden, um das genau zu erfassen, um das genau durchzusetzen. Das sehen wir doch jetzt gerade. Erst dieses Jahr hat der automatische Informationsaustausch begonnen für Krypto. DRC8 in der EU oder international heißt das CARF. Und nicht mal ein halbes Jahr später kündigt Klingbeil an, dass jetzt in Deutschland Krypto besteuert werden wird, dass es also keine einjährige Spekulationsfrist mehr geben wird. Das heißt, zuerst wird datentechnisch eine Falle gebaut, wo der Staat also dann weiß, okay, jetzt kann ich alle, die möglicherweise bei einer Ankündigung von einer solchen Steuer dann vielleicht noch ganz schnell verkaufen wollen, so kann ich all jene erwischen und sicherstellen, dass mir niemand durchs Netz geht. Also die Falle wird zuerst gebaut. Und mit Krypto, das ist jetzt nur ein Beispiel. Schau dir an, wann die Diskussion in Deutschland, in Europa begonnen hat, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, die Reichen zu besteuern, Vermögensstärke zu besteuern, Vermögensregister einzuführen. Die hat dann angefangen, nachdem der automatische Informationsaustausch eingeführt wurde 2016 und dann auch noch die Transparenzregister eingeführt wurden und dann noch in der EU laufen die Anti-Geldwäscherei-Richtlinien eingeführt und angepasst wurden, inklusive auch die Gründung der Superbehörde AMLA. Das heißt, erst wird die Falle gebaut und dann fängt man an, über diese Steuern zu sprechen. Das heißt, wenn jetzt KI die neueste Falle ist, dann weißt du ja, was danach kommt. Erst wird die Falle gebaut und danach werden wir dann über Steuern sprechen. Über welche Steuern? Naja, möglicherweise kommt dann die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft oder eben die Vermögensteuer oder eben private Veräußerungserlöse, die bisher nicht steuerpflichtig sind, nach einer Spekulationsfrist werden dann steuerpflichtig. Oder eine Finanztransaktionssteuer und. Irgendwann werden wir dann vielleicht besteuert werden nach CO2-Footprint, den wir hinterlassen. Also für jedes Stück Fleisch, was du isst, musst du dann erstmal noch eine Extrasteuer abführen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Die Politiker sind ja immer sehr kreativ, wenn es darum geht, neue Steuern einzuführen. Aber nochmal, der Grundsatz ist, erst wird die Falle gebaut, also erst wird das System gebaut, mit dem du überwacht wirst und dann wird im Grunde genommen die Steuer dann eingeführt, weil du dich ja dann davor nicht mehr retten kannst.
Und daher ist es meiner Meinung nach entscheidend, wenn du dich ohnehin mit dem Gedanken beschäftigst, dass du Deutschland verlässt, dass du Österreich verlässt, dass du auswanderst, dass du die EU verlässt, um dich und dein Vermögen zu schützen, weil du dir eben Sorgen machst, was da alles kommen könnte, dass du damit nicht zu lange wartest. Denn idealerweise willst du eine sehr dünne Akte hier hinterlassen. Du willst ja nicht eine gigantische digitale Akte, die dann irgendwann einmal in 5 Jahren oder so intensiv hier mit KI durchsucht werden kann, damit man dann auch noch nach deinem Wegzug sich darüber Gedanken macht, dass du jetzt eigentlich noch steuerpflichtig bist. Und übrigens, apropos Wegzug, gerade da gibt es ja auch schon alle möglichen Ansatzpunkte in Deutschland. Wir haben ja hier schon oft über die erweiterte beschränkte Steuerpflicht gesprochen, die ja 10 Jahre Nachwirkung hat nach deinem Wegzug, oder auch die beschränkte Steuerpflicht oder auch die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer, die ja auch 5 bis 10 Jahre Nachwirkung hat. Bisher sind ja viele dieser Dinge auch nur schwer zu kontrollieren für die Behörde, aber ich stelle dir mal vor, dass es immer mehr Austausch gibt, dass es immer bessere Tools gibt, die Daten auswerten können. Dann wird es die Schlupflöcher, die es vielleicht bisher noch gibt, in Zukunft nicht mehr geben, insbesondere wenn hier eine internationale Anstrengung gemacht wird. Und daher eben ist es wichtig, dass du nicht zu lange wartest, und selbst wenn du jetzt noch nicht auswandern kannst, dass du dir eben Gedanken dazu machst, wieder auf legale Weise Vermögen dort aufbaust, Vermögen dort deponierst, wo eben eine solche KI hoffentlich dann keinen Zugriff auf deine Daten hat. Das heißt, Konten im Ausland, Vermögen im Ausland. Und natürlich, mir ist klar, es gibt den automatischen Informationsaustausch, aber selbst da kann man sagen, okay, es gibt den automatischen Informationsaustausch, aber selbst der liefert eigentlich relativ wenige Informationen an die ausländischen Finanzbehörden. Also da bekommt natürlich das Finanzamt jährlich 4 Salden, was auf deinem Konto ist, aber wenn du dort deine Einnahmen, zum Beispiel Zinsen, erklärst in der Steuererklärung, ist das ja auch komplett egal. Wenn du jetzt ein Konto in Deutschland hast, dann hat das deutsche Finanzamt ja direkt Zugriff auf alles. Und mit dem europäischen Kontenregister, was jetzt eingeführt wird, kann dann jede EU-Ermittlungsbehörde auf alle EU-Konten zugreifen mit detaillierten Transaktionsdaten der letzten 5 Jahre. So, und dann stell dir vor, dass da eine KI dann drüber läuft. Dann ist doch auf jeden Fall schon mal ein ganz logischer Schutzmechanismus, dass du dir sagst, okay, dann will ich wenigstens in der EU kein Konto haben, wo jetzt hier mein großes Vermögen drauf ist. Da habe ich vielleicht ein Konto, meine Miete zu bezahlen oder so, brauche ich ja auch. Aber dann schaue ich eben, dass ich ein Konto außerhalb der EU habe. Kannst du übrigens mal unsere Webseite anschauen zum Thema Auslandskonten. freedombanking.plus. Da können wir Konten für dich eröffnen in über 30 Ländern außerhalb der EU, zum Teil mit Informationsaustausch, zum Teil ohne. Da kannst du eine kostenlose Potenzialanalyse anfordern und dich kostenlos beraten lassen. Also schau dir das einmal an. Das könnte ein erster sinnvoller Schritt für dich sein. Also denk dran, damit die Falle zuschnappen kann, muss sie zuerst gebaut werden. Genau an dieser Stelle sind wir jetzt. Es werden immer bessere Fallen gebaut. Es wird immer schwieriger werden, diesen zu entkommen. Ich würde jetzt die Zeit nutzen, die du noch hast, um hier tatsächlich aktiv zu werden, um dich, deine Familie, dein Vermögen zu schützen. Wir können dich natürlich gerne dabei unterstützen. Das ist genau das, was wir seit über 20 Jahren tun. Wir helfen Mandanten dabei, sich steuergünstig im Ausland aufzustellen, deine Steuerlast zu optimieren, Vermögen zu diversifizieren, dein Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates in Sicherheit zu bringen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.